Hallo liebe Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute wieder zu einem Thema, die Vorgeschichte des Ukraine-Krieges, weil diese Vorgeschichte in Deutschland ja vollkommen ausgeblendet wird oder sie wird nicht richtig dargestellt. Deshalb werdet ihr euch heute wundern, was ich euch sagen werde. Und ihr wisst, alle meine Belege sind in meinen Publikationen, alle seriösen Quellen jederzeit zum Nachlesen. Heute das Thema Minsk I und Minsk II. Beginnen wir mit Minsk I. Am 5. September 2014 wurde im belarussischen Minsk ein Friedensplan für die Beendigung der Kämpfe zwischen den von Russland unterstützten Separatisten und der ukrainischen Armee in der Ostukraine unterzeichnet. Das Protokoll von Minsk ist die schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse der Beratungen der aus der Ukraine, der OSZE und Russland bestehenden trilateralen Kontaktgruppe zu gemeinsamen Schritten zur Umsetzung des Friedensplanes des ukrainischen Präsidenten, der damals Petro Poroschenko, der Schokoladenkönig, hieß, und der Initiativen, Entschuldigung, ich muss ein bisschen mehr Wasser trinken, und der Initiativen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das Ziel des Abkommens war ein begrenzter Waffenstillstand. Doch die Waffenruhe hielt nicht lange an. Am 28. September 2014, also rund 2 bis 3 Wochen später, flammten neue Kämpfe auf und mündeten in die zweite Schlacht um den Flughafen Donezk. Am 12. Februar 2015 kam auf Initiative von Deutschland und Frankreich dann ein erneutes Waffenstillstandsabkommen zustande, Minsk II. Das Minsk II-Abkommen war die Folge des fortgesetzten Bürgerkriegs in der Ostukraine, der mit dem Minsk I-Abkommen hätte eigentlich enden sollen. Das neue Abkommen wurde vom französischen Präsidenten François Hollande, der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko sowie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgehandelt und auch unterzeichnet. Das Abkommen zielte offiziell auf eine Deeskalation und Befriedung des seit 2014 in der Ostukraine herrschenden Krieges und eine politische Beilegung des Konfliktes an. Die Vereinbarung umfassten 13 Punkte, unter anderem einen allseitigen Waffenstillstand und eine Sicherheitszone um die Berührungslinie, wie man heute beschönigend zu einer Front sagt. Beide Seiten hielten sich in der Folgezeit aber nicht oder nur zögerlich an die Abmachung. Als Hauptproblem stellte sich die nicht festgestellte Reihenfolge der Umsetzung heraus. Aus ukrainischer Sicht sollte zuerst die Sicherheit gewährleistet werden. Moskau hingegen pochte auf die politischen Maßnahmen wie ein Mitspracherecht für die Separatisten bei einer Verfassungsänderung und im Parlament. Erst danach könne man über deren Entwaffnung reden. Russland brachte am 13. Februar 2015 einen Resolutionsentwurf in den Weltsicherheitsrat ein, mit dem die Vereinbarungen von Minsk II festgehalten und deren Umsetzung gefordert wurden. Wichtig, der russische Entwurf, wurde am 17. Februar 2015 einstimmig als Resolution 2202/2015 verabschiedet. 4 Jahre später, am 21. April 2019, verlor der bisherige ukrainische Präsident Poroschenko im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl mit dem schlechtesten Wahlergebnis, das je ein Kandidat in der Stichwahl erhielt, gegen den politischen Quereinsteiger Volodymyr Zelensky. Damit war der ehemalige Schauspieler und Komödiant neuer Präsident der Ukraine. Zelensky war von vielen gerade wegen seiner unpolitischen Vergangenheit gewählt worden. Sie hofften auf die Verbesserung ihrer Lebensqualität, dem Ende der ausufernden Korruption und ein Ende des Krieges in der Ostukraine. Doch sie sollten sich täuschen, denn Zelensky war und ist strammer USA- und EU-Freund
und näherte sich seinen amerikanischen Unterstützern immer weiter an. Die Minsker Vereinbarungen wurden auch von der Ukraine mehr schlecht als recht umgesetzt, wie ich schon gesagt habe. Die Russen wurden sogar mit dem Minsker Abkommen betrogen. Darauf komme ich später noch einmal zurück. Die ukrainische Armee nahm auch unter der Ägide von Zelensky wenig Rücksicht auf die in der Ostukraine lebenden Zivilisten, hauptsächlich russischsprachig. Moskau warf Kiew sogar den Einsatz von Phosphorbomben vor. Die UN beklagte, dass etwa 4 Millionen Menschen unter der Gewalt in der Region leiden würden. Der Krieg nahm trotz den Minsk-Vereinbarungen einfach kein Ende. Am 21. Februar 2022, also 3 Jahre hatte Putin zugeschaut, 3 Jahre später, erklärte Putin dann, dass es für das Minsker Abkommen keine Aussichten mehr gäbe, da die Ukraine sich nicht daran halten würde. Aber auch die Russen haben sich nicht daran gehalten, das muss man objektiverweise dazu sagen. Noch am selben Tag verkündete und unterzeichnete Putin die Anerkennung der selbstproklamierten und international nicht anerkannten Volksrepublik Lugansk und der Volksrepublik Donetsk als eigenständige Staaten. Gleichzeitig ordnete er eine Entsendung von Truppen in die von Separatisten kontrollierten Gebiete an. Das von allen Seiten unterzeichnete Dokument Minsk II war damit hinfällig. Soweit also die offizielle Darstellung, so wie Sie es vielleicht schon mal gehört haben, wenn man überhaupt über die Vorgeschichte des Krieges spricht. Doch im Hintergrund liefen die Minsker Verhandlungen ganz anders ab. Und das erfahren Sie bei Michael Grant Klartext. Und zwar, man wollte die Russen täuschen und der Ukraine Zeit für die Aufrüstung und eine Verlängerung des Krieges in der Ostukraine verschaffen. Sie denken, ich spinne? Nein. Genau das gaben später die Hauptpersonen der Vertragsunterzeichnungen zu, aber genau das wurde hier nicht publiziert. Poroschenko sagte im Sommer 2022, dass er nie vorhatte, das Minsker Abkommen umzusetzen, sondern das Abkommen der Ukraine nur Zeit für die Aufrüstung geben sollte. Er fügte hinzu, dass das Abkommen seine Aufgabe aus dieser Warte erfüllt habe. Niemand habe vorgehabt, das Abkommen umzusetzen. Hollande erklärte, also Frankreichs Präsident, erklärte ebenfalls in einem Interview mit den ukrainischen Medien, deshalb wurde es hier nicht veröffentlicht, dass das Minsker Abkommen Kiew nur Zeit für die Vorbereitung eines großen Krieges mit Russland geben sollte. Angela Merkel, die vor kurzem mit einem Verdienstorden ausgezeichnet wurde, sagte Anfang Dezember 2022 in einem Interview, und das Minsker Abkommen 2014 war der Versuch der Ukraine Zeit zu geben. Sie hatte diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sieht. Die Ukraine von 2014-15 ist nicht die Ukraine von heute. Also auch Merkel hat Putin mit dem Minsk-II-Abkommen getrickst. Es war damals dieses Abkommen vom UN-Sicherheitsrat übernommen worden, was bedeutet, sie wurden mit der höchsten völkerrechtlichen Qualität versehen. Bindend für alle Beteiligten war dieses Abkommen. Und Deutschland als eine der Garantiemächte hatte durchaus eine Verpflichtung zur Umsetzung dieses Völkerrechts beizutragen. Doch letztendlich war das Abkommen von Seiten der Ukraine, Frankreich und Deutschland nur ein Betrug an den Russen. Meine Bewertung, mein YouTube-Kanal, meine Meinung, meine Bewertung, damit bestätigten die westlichen Vertreter, dass es bei den Minsker Abkommen nie um Frieden in der Region gegangen ist, sondern nur um die Aufrüstung der Ukraine gegen Russland. Deutschland mit Angela Merkel an der Spitze war maßgeblich an diesem Betrug beteiligt. Auch das ist für mich ein Verstoß gegen den 2+4-Vertrag. Ich habe darüber schon einige Videos gemacht. Denkt einmal darüber nach. Merkel, Hollande und Poroschenko haben Putin getrickst. Putin ist dann einmarschiert in die von Separatisten
kontrollierten Gebiete und heute wird es genau umgekehrt dargestellt. Hatte Putin nun einen Grund, da einzumarschieren oder nicht? Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, diese Publikation und diese Publikation, zusammen 270 Seiten zum Hintergründe zum Krieg, gibt es auf info@konservative.de und zwar kostenlos. Wir möchten, dass diese objektive Sichtweise, russische und ukrainische und westliche, einfach in die Welt getragen wird und nicht immer nur die NATO-Propaganda und nicht immer nur die Russen-Propaganda hier verbreitet wird. Ihr könnt auch meinen Newsletter, der kostenlos ist, auf www.michaelgrant.de abonnieren. Da seht ihr jede Woche einen neuen Artikel, einen Aufregerartikel, alles zu meiner Arbeit und ihr könnt mich auch unterstützen, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die Kommentare, auf die ich leider nicht alle einzeln antworten kann, da ich in der Woche viele tausende Kommentare bekomme und ich muss ja noch meine Bücher schreiben. Ich hoffe um Verständnis, aber ich lese jeden einzelnen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.